Ich begrüße dich zu dieser neuen Ausgabe Kommentare der Woche. Mega cool, dass du wieder reinschaltest. Ich freue mich, auf diese Kommentare dir zeigen zu können. Ich muss aber dazu sagen, dass diese Woche extrem viel Negativkommentare waren, die ich gar nicht so aufzählen kann hier, weil das Video sicherlich dann nicht so von YouTube und dem Algorithmus gefeiert werden würde. Ich denke, du weißt, was ich meine. Trotzdem starten wir jetzt in das Video und vielleicht ist ja auch dein Kommentar dabei. Und als kleine Erinnerung noch, wir haben seit heute, den Sonntag, das erste Mal sogar das neue Format Fragen der Woche gepostet. Das bedeutet, ab sofort jeden Sonntag folgen mindestens 2 Videos. Ein Video Kommentare der Woche, wie du es seit Wochen schon kennst, und aber zusätzlich mindestens noch Fragen der Woche. Das heißt, du kannst im Laufe der Woche, auch vielleicht jetzt sogar schon, deine Fragen stellen und ich werde mir rückwirkend gewisse Fragen rauspicken und dann in einem Videoformat im Fragen der Woche posten. Dementsprechend freue ich mich auf deine Aktivität und wenn dir das Video gefällt, kannst du natürlich dem Video schon mal einen Daumen nach oben da lassen und am Ende des Videos gerne auch einen Kommentar oder in dem Fall sogar auch direkt eine Frage, wenn du hast. Starten wir los. Das Thema Tierschutz in der Türkei, wir hatten es schon öfters mal angesprochen und da schreibt ML, alles nur Show und Schein. Vor ein paar Jahren haben die in Alanya am Hafen noch alle Katzen gefangen und in Stoffsäcke gesteckt und ins Hafenbecken geworfen. Bitte was? Also das finde ich wirklich krass. Das habe ich noch nie gesehen. Zum Glück, ich persönlich noch nie gesehen, gehört zum ersten Mal. Ganz ehrlich, gibt es Menschen, die so krank sind? Das kann doch nicht sein. Also es ist absolut gestört, was abgeht. Und sicherlich ist das noch harmlos. Das, was in der Türkei und weltweit natürlich auch mit gewissen Straßentieren, Straßenhunden passiert, Straßenkatzen, also das ist schrecklich. Geht gar nicht. Yoshi schreibt in Bezug auf die Luxusasylanten in Deutschland, das mit den Luxusasylanten der Ukraine kann ich nur bestätigen. Ich arbeite bei einer Wohnungsbaugesellschaft. Die Ukrainer nehmen nur gute Wohnungen oder Neubau. Letztens hat ein Deutscher falsch geparkt und einen Strafzettel dafür bekommen. Dahinter ein Fahrzeug aus der Ukraine. Diskussion mit der Politesse sah dann so aus, Anordnung von der Stadt. Und im letzten Jahr bekamen alle ukrainischen Fahrzeuge kostenlosen TÜV. Ich bin sehr oft in der Türkei und weiß von türkischen Freunden, dass die auch ihre Probleme damit haben. Ich überlege auch, aus Deutschland zu verschwinden. Gerade in NRW wird die Gewalt immer größer. In meiner Stadt sind es Syrer, Rumänen und Bulgaren. Die machen dich weg für ein paar Euro. Echt krass. Also sehr, sehr heftig. Das ist natürlich eventuell auch gewollt, dass das genau so passiert. Lass mir gerne deine Meinung dazu da. Patty schreibt, bin immer skeptisch, wenn die Masse irgendwas, irgendwie, wem hinterher rennt. Sie hat geschrieben, sicherlich auf das 2-Experimenten-Video von mir, was ich diese Woche gepostet habe. Ich werde es am Ende des Videos nochmal verlinken. Es ist so ein krasses Video, Leute. Und so ein wichtiges Video. Wirklich. Ohne Spaß. Das ist die Grundlage. Das erklärt so vieles, warum die Menschen so sind, was damals passiert ist, was 1940 passiert ist, was 1970, 80 oder auch 2020 spätestens passiert ist, wo es offensichtlich war, Leute. Und das ist krass. Und trotzdem wurde es gemacht. Und in diesen Experimenten wird es gezeigt, warum es so passiert. Und warum es wahrscheinlich wieder so passieren könnte. Und dementsprechend danke ich dir, Patty, für diesen Kommentar. Folgen daraus waren natürlich gewisse Pieksungen, die stattgefunden haben. Man muss wirklich aufpassen, wie man was sagt. Andrea Alanya schreibt zum Beispiel, habe auch seit ca. 1,5 Jahren Probleme mit dem Herz. Wurde schon 2-mal operiert. Davor war ich topfit. Bin 3-mal. Was ich jetzt echt bereue. Natürlich würde kein Arzt jemals bestätigen, dass das die Ursache sein könnte. Nein, woher auch? Wenn ein Arzt die Ausbildung bekommt, die ja von denen da oben vordiktiert wird, was gelehrt wird, was in den Büchern steht, was auswendig gelehrt werden muss, dann haben wir natürlich den Salat. Und deswegen ist es so wichtig, wie Patty auch geschrieben hat, immer zu hinterfragen, nicht der Masse hinterher zu rennen und spätestens jetzt, liebe Andrea, wirklich auf sein Bauchgefühl zu hören, sich nicht von der Masse beeindrucken lassen, sich nicht unterdrücken lassen und vor allen Dingen in die eigene Vorsorge gehen. Es ist extrem wichtig. Ich
Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei. Silvia Cetin schreibt: Wir sind seit 2018 in Alanya mit Kind und Kegel hergekommen, noch bevor das große Chaos angefangen hat. Natürlich haben wir gerade aufgrund auch der Inflation etc. manchmal darüber nachgedacht, nach Deutschland zurückzugehen. Wir wissen auch nicht, was die Zukunft bringt, aber ich fühle mich hier trotz allem noch aufgehoben. Habe eine vielfältige Natur, eine gute Community und mein Sohn ist auf die Yedibilim, also das ist eine Privatschule. Was richtig nervt, ist die Bürokratie, die teilweise schlimmer ist als in Deutschland. Wow, das ist krass und das ist vor allen Dingen für diejenigen, die aus Deutschland kommen, eigentlich unglaublich, unvorstellbar, dass das so ist. Ich persönlich finde die Bürokratie sehr entspannt, aber ich habe auch nicht wirklich viel damit zu tun. Das Einzige, was ich damit zu tun habe, ist eigentlich nur, mich um meine Aufenthaltsgenehmigung zu kümmern. Oder natürlich ganz klar, wenn du jetzt dir ein Auto kaufst oder einen Roller kaufst, eine Immobilie kaufst, dann musst du natürlich zum Notar etc. Aber sonst Briefe, Post bekomme ich hier super selten. Ich finde das sehr angenehm. Liebe Silvia und Cetin, ich wünsche euch alles Gute weiterhin, ganz viel Spaß in Alanya. Und dass man Gedanken hat, zurückzukommen oder zurückzugehen nach Deutschland, ist in meinen Augen absolut verständlich. Gar kein Thema. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Bleibt gesund und munter. In Bezug auf das Video, in dem ich durch die Straßen von Alanya gehe, ich weiß noch, wo der Besitzer eines Hotels der Meinung war, die Urlauber sollen nur eine Portion essen. Darum sollte das Essen nicht schmecken. Da wurde kräftig nachgeholfen. Ich hoffe, dass er mittlerweile pleite ist. Türkei? Nein, danke. Das ist auf jeden Fall schon sehr, sehr krass. Das schreibt Michael Petrichs. Jeder macht so seine Erfahrung, ob positiv oder negativ. Schade, wenn du negative Erfahrungen gemacht hast. Aus meiner Erfahrung heraus von Menschen, die immer wieder hier in die Türkei kommen, sie sind begeistert von dem Leben in der Türkei, beziehungsweise von den Menschen in der Türkei, von dem Service und natürlich auch von der Ernährungsweise in den Hotels, all-inclusive. Naja, ist jedem seine eigene Entscheidung, wie er seinen Körper natürlich auch befüllt. Auf jeden Fall danke auch dir dafür für deinen Kommentar. Ibrahim Billen schreibt: Die Menschen haben eine Herdenmentalität. Die Herde geht dorthin, wo sie geführt wird. Die übrigen Minderheiten geraten unter den Einfluss der Herde. Wenn dies nicht möglich ist, werden sie ausgeschlossen. Kurz gesagt, auch wenn Menschen sagen, sie hätten Fehler gemacht und daraus gelernt, verhalten sie sich in ähnlichen Situationen weiterhin gleich. Dort wird einfach nochmal gezeigt, wie krass das ist und wie gehörig auch Menschen sein können. Das ist wirklich krass. Und oft ist es einfach so, na klar kann man jetzt viel sagen, aber man kommt in alte Muster zurück, weil es über Jahrzehnte lang einprogrammiert worden ist. Und deswegen dauert es einfach eine gewisse Zeit, was Neues zu erlernen, beziehungsweise neue Programme auf die Festplatte draufzuspielen. Auch da wünsche ich dir ganz viel Erfolg dabei und du kannst zwischenzeitlich mal deine Meinung zu den Kommentaren dalassen. Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Burger Jung schreibt: Antalya ist für mich gestorben. Ab jetzt nur wieder in mein Ferienhaus an die Ägäis. 1000-mal besser als Antalya und nicht so viele Touris. Klingt so, als ob du auch leider negative Erfahrungen gemacht hast. Sehr schade. Ich persönlich habe eigentlich nur positive Erfahrungen machen können in Antalya und Umgebung, speziell auch hier in Alanya. Aber ich kann es auch natürlich verstehen, wenn Menschen dann sich auch weiterentwickeln, irgendwie auf ihre Art und Weise. Vor allem, wenn du ein Ferienhaus hast, ist es ja super. Da zahlst du ja dann auch gar keine Mietunterkünfte und hast dementsprechend auch da nochmal ein bisschen mehr Geld übrig für deinen Urlaub an der Ägäis. Also richtig toll, richtig schön. Danke dir für deinen Kommentar. User schreibt in Bezug auf die Touristen: Wo sind sie alle hin? Geschieht ihnen recht, den Türken. Wenn man als Tourist nur noch abgezockt wird und als dumme Melkkuh angesehen wird, ist halt irgendwann nichts mehr los. Stattdessen geht's jetzt nach Albanien. Auch schön, noch mega günstig und als Tourist wird man sehr gerne gesehen und nicht abgezockt. Tschüss, Türkei. Gülle, Gülle. Danke für deinen Kommentar. Schade, wenn du auch hier negative Erfahrungen gemacht hast, abgezogen worden bist. Also ich behaupte mal, Menschen, die sagen, ich wurde hier abgezogen oder noch nie abgezogen in der Türkei, das wird nicht passen. Ich glaube, dass in sämtlichen Ländern, wenn ein Europäer oder speziell aus Deutschland irgendwo man hingeht, sieht man schon immer so ein bisschen natürlich, ja, die Melkkuh.
Ja? Und dementsprechend auch in Albanien kann ich mir auch vorstellen, dass natürlich dort, auch wenn die Preise günstiger sind, trotzdem, wenn sie dich sehen, ein bisschen vielleicht angepasst werden. Ist vielleicht auch deren gutes Recht. Lass mir gerne deine Meinung dazu da. Ich habe im Laufe der Woche eine Q&A gemacht. Das ist eigentlich das inoffizielle erste Fragen der Woche Video gewesen. Und dort ging es unter anderem um Mundgeruch und Zungenbelag. Und da haben wir festgestellt, dass es auch oft einfach ein Pilz, eine Darminfektion, ein Problem in der Darmwand oder allgemein im Magen-Darm-Trakt sein kann, was das Ganze hervorruft. Und da gehen wir ein bisschen auf dieses Thema drauf ein. Aber HK Wüff schreibt, ich weiß es vom Arzt, wenn man das Oberschicht von Zunge weiß hat, dann heißt, man hat Wassermangel im Körper. Ich kann jedem nur anraten, natürlich ganz klar eine Diagnose vom Arzt zu holen, ist immer wichtig, ganz, ganz wichtig, ganz klar. Aber ich würde immer noch zusätzlich, egal was der Arzt mir sagen würde, weiterschauen, vielleicht eine Zweit- oder Drittmeinung holen und vor allen Dingen sich weiterbilden und selber auf den Weg machen, damit mein Problem gelöst wird. Ich möchte mich nicht auf andere verlassen, ich verlasse mich nur auf mich selbst. Warface schreibt in Bezug auf den Vorteil von Deutschland, hat er oder sie absolut recht. Ich bin halb deutsch, halb türkisch, 41 Jahre alt, habe die doppelte Staatsbürgerschaft. Ich bin in Deutschland geboren. Ich bin mit Ende 28 so schwer erkrankt, dass ich nicht mehr arbeiten kann. Ich bin froh, dass es den deutschen Sozialstaat gibt. In der Türkei wäre ich schon an der Krankheit oder wegen Armut gestorben. Türkischer Sozialstaat ist 0. Das ist krass und das ist natürlich definitiv verständlich. Und da muss man auch wirklich froh sein und dankbar sein, dass man in Deutschland wirklich abgesichert ist. Und das ist auch eigentlich der Hauptgrund, warum Menschen in Deutschland bleiben. Weil sie die Sicherheit ganz oben an ihrer Liste haben. Und dementsprechend wünsche ich dir ganz viel Erfolg, Gesundheit und Glück weiterhin in deinem Leben und alles Gute. Danke dir für deinen Kommentar. Zum Abschluss des Videos, Kommentare der Woche, hier nochmal ein Beitrag. Die Moslems bekommen von mir nicht mehr einen Cent. Da hat wohl jemand schlechte Erfahrungen gemacht. Ist natürlich immer sehr, sehr schade. Da ist noch eine Gegenfrage. Warum? Die Antwort: Ich möchte mit denen einfach nichts zu tun haben. Ich würde jetzt mal von der Ferne einfach behaupten, das ist ein deutscher Mensch, der deutsche Wurzeln hat und leider wahrscheinlich zu viel Fernsehen geguckt hat und durch den Fernseher zu sehr manipuliert worden ist, ohne jemals ein moslemisches Land betreten zu haben. Dementsprechend wünsche ich dir auf deinem Lebensweg auch alles Gute. Wir sind am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, dir hat das Video wieder mal Spaß gemacht und du konntest wieder mal das ein oder andere mitnehmen. Du kannst jederzeit auch deine Meinung dazu dalassen, wenn du Gedanken hast. Du kannst auch jederzeit Fragen stellen, wenn du Fragen hast, und ich freue mich, wenn ich darauf auch antworten werde. Es kann auch sein, dass wenn es komplexe Fragen sind, dass ich dazu sogar speziell mal ein Video mache. Wenn du auch Ideen hast für ein neues Video, allgemein ein neues Thema, sag mir gerne Bescheid, lass es mich in den Kommentaren wissen und dann freue ich mich auf dein Feedback und daraufhin auch weitere Videos für dich, für deine Familie auch machen zu können. Dementsprechend wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, bleib gesund und munter, wir sehen uns spätestens nächsten Sonntag bei Kommentare der Woche. Ansonsten jeden Tag mindestens ein Video hier auf diesem Kanal. Lass dem Video gerne einen Daumen nach oben da, deine Meinung. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, kannst du das kostenlos jetzt tun und sogar auch die Glocke aktivieren. Und für alle treuen Fans, die mir schon seit Monaten und Jahren eventuell schon folgen, wir haben seit wenigen Tagen die Funktion Mitglieder am Start. Das bedeutet, du kannst wählen zwischen 3 Funktionen der Mitgliedschaft, wobei die dritte Funktion natürlich nur für wirklich Menschen, Mitglieder ist, die akut auch Sorgen und Nöte haben und schnell mit mir persönlich einen Videocall machen wollen, damit sie schnell auf ihre Lösungen kommen. Egal, ob es in Bezug auf Auswandern ist, Online-Business oder weiteres. Dementsprechend freue ich mich auf deine Mitgliedschaft und bedanke mich jetzt schon mal für deinen Support. Liebe Grüße aus Alanya, dein Markus.